Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute stelle ich mich der Wahrheit. Die Hater-Kommentare werden heute vorgelesen und mal sehen, ob ich daran zerbrechen werde. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ich Hater-Kommentare habe, aber gut. Wenn euch diese Art von Content gefällt, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da, denn so verpasst ihr dann nichts. Hier geht es zwar nicht nur um Entertainment auf dem Kanal, sondern hier muss auch ein bisschen Geld verdient werden, aber heute geht es um Entertainment. Also, so, dann fangen wir mal an. Also erstmal, wer hat die Hater-Kommentare geschrieben? Hier wurde schon hinter der Kamera eben gesagt, dass das hier vielleicht auch Mitarbeiter sein können. Stellt euch das mal vor. So, dann mal sehen, was gibt's da? Also das erste Kommentar, tolle Uhr, aber niemals Support für Marc Gebauer, den falschen 50er. Für welche Uhr war das? Ich glaube, das war sogar für eine Casio auf MyDeals. Boah, das ist hart. Das ist hart, oder? Also ich sag mal, dass er mir nicht vertraut, ist eine Sache, aber dass er mir nicht mal, ich glaube die Uhr hat 65 € gekostet, dass er mir nicht wegen 65 € vertraut, ist natürlich hart, ne? Der falsche 50er. Habe ich auch lange nicht mehr gehört, ne? Du musst ja eine Sache überlegen, ne? Dass jemand das schreibt, da muss er von dieser Meinung schon derbe überzeugt sein, ne? Ja, was soll ich machen? Also mehr Transparenz als bei uns gibt es eigentlich nicht. Ne? Du hast online immer Retourenrecht, das heißt, jeder, der Angst hat, mir zu vertrauen, am Ende, ihr könnt alles zurückschicken und PayPal und so hat euch abgedeckt. Ne? Von daher, ihr braucht keine Angst haben. Okay. Der nächste auf YouTube. 1700 € für die Uhr ist doch echt mehr als unkorrekt. Das hat richtige Dropshipping-Vibes. Ich denke, das kannst du besser. Ah, okay. Das war aber wegen der Hoffmann-Uhr, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was da irgendwas, ich glaube, da wurde so eine Meute aktiviert, weil als solches, wir hatten ja über die Tage sowieso immer die Buyback-Garantie und dadurch, dass da ein paar mehr Kommentare gewesen sind, habe ich mir dann gedacht, okay, wir kaufen sie sogar dann für 290 € mehr zurück. Also ich habe dieses irgendwie nicht verstanden. Also am Ende, jeder, der die Hoffmann-Uhr bekommen hat, ist wirklich eine sehr individuelle Uhr und wir haben uns vom Hersteller, genau wie bei der UAE Edition bzw. bei der Oman Edition, also wir haben denselben Preis genommen wie da und das sind Vorgaben, die wir da erfüllen und am Ende ist es eine wunderschöne Uhr geworden und jeder, der sie bekommen hat, kann sich darüber freuen und falls jetzt jemand irgendwie sagt, ja, aber die hätte günstiger sein müssen, bla bla und kann ich nur sagen, freut euch darüber und der Support, den ich bekommen habe, war großartig, von daher, ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden, warum die Leute da so drüber geurteilt haben, weil, ja. Aber was soll's. Nächstes YouTube-Kommentar. Egal ob im Stream oder auf YouTube, es geht nur noch um, in meinem Shop gibt es dieses und jenes, zuschlagen. Gierig bis zum geht nicht mehr und dann diese Billig-Uhr für absolute Wucher verkaufen. Ja, also eine Sache ist natürlich klar, das, was wir hier machen, dreht sich natürlich um Verkaufen, genauso wie in meinem Leben. Also das, was ich mache, das ist das, was mir am Ende Spaß macht. Ich zeige Artikel, die man halt erwerben kann. Dass das werbend ist, ja, auf jeden Fall. Also wenn es jetzt darum geht, dass wir, der Sascha Hellinger, unsympathisch, hat mal gesagt, dass es schon erschreckend ist, dass bei mir in jeder Story eigentlich immer ein Swipe, das war noch damals, Swipe-Up-Link dabei ist. Am Ende ist es so, ich verkörper das, was ich in meinem Content verarbeite, also Parfums, Uhren, Kleidung und diese Sammlerstücke, Rolex-Löffel und so. Das sind einfach die Dinge, die ich selber halt liebe. Und es hat sich so ergeben, dass wir diese Dinge halt selber auch anbieten. Und deswegen ist da, also mein ganzes Leben dreht sich darum und ihr könnt die Sachen halt kaufen. Am Ende ist immer ein bisschen, wie auch in diesem Video jetzt, Entertainment mit dabei. Und das ist halt dieser Zusammenschluss dessen. Ne? Falls jemandem zu viel ist, es tut mir sehr leid. So einen Bullshit kann er natürlich nur seinem jungen Publikum vermitteln. Wenn man jetzt auf die Uhren geht, ich gebe mir Mühe, in erster Instanz halt wertstabile Produkte auszusuchen. Das heißt, wenn Jugendliche sich dazu entschließen, beispielsweise eine Datejust in 36 mm sich zu kaufen, dann ist die Perspektive auf die nächsten 3, 4, 5 Jahre extrem gut. Also wenn diese jungen Leute sich halt Bekleidung davon kaufen oder selbst ich meine Sneaker, je nachdem, wenn man sie halt trägt oder so, sind jetzt auch nicht damit zu vergleichen. Und ich für mein Empfinden finde das eine gute Sache. Klar, beim Parfum geht es mehr darum, um seinen Charakter hin nach außen irgendwie zu präsentieren und da können wir jetzt nicht davon reden, dass das irgendwie wertstabile Produkte oder so sind. Wir haben auch natürlich Konsumgüter, Kaffee ist auch etwas, was man verbraucht, aber so gesehen versuche ich schon dem jungen Publikum die richtigen Artikel laut meinem Verständnis mitzugeben. Falls jemand anderer Meinung ist, dann verstehe ich das natürlich und respektiere das. Es gibt immer, jeder hat andere Ansichten, was man machen sollte mit dem Geld und sonst irgendwas. Ich kann nur sagen, ich habe immer mein Geld in Uhren gesteckt, darum trage ich das halt nach außen. Bro, Marc,
Bitte schau Filme auf Englisch und höre englische Musik. Kann doch nicht sein, dass du seit 5 Jahren Englisch redest wie Habib. Das Lustige ist, die Kommentare, also wenn man jetzt mal schaut oder wir jetzt auch Videos drehen mit Leuten aus Amerika, ne? Komischerweise oder auch generell Ausländern, ob es jetzt in Dubai, Mo Vlogs oder generell mit englischsprachigen Akteuren hantieren, da ist das irgendwie nie ein Thema. Aber bei den deutschen Leuten, ich habe das Gefühl, es sind alles Englischlehrer. Am Ende, ich sage euch so, wie es ist, mir ist es komplett egal. Also wenn jetzt die Leute sowas schreiben und so, ich finde es halt irgendwie lustig. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht und versucht, das zu übertragen, sagen wir mal, wir haben jetzt hier eine Person, die nicht Native Speaker Deutsch ist und hat einen gewissen Akzent da drin, dann macht das die Person eher sympathisch. Ich kann euch nur sagen, ich werde immer weiterhin Englisch sprechen. Das Video ist jetzt auf Deutsch, wird auf Englisch übersetzt. Aber sonst, guck mal, ich gebe mir Mühe, mich zu verbessern, okay? Wenn es der Deutsche nicht versteht, ich tue mein Bestes. Ein Englischkurs wird jetzt zeitlich halt nicht hinkommen, ne? Und von daher, wenn ich jetzt in Amerika bin, dann bin ich halt dazu gezwungen, noch mehr Englisch zu sprechen. Und ich hoffe, dass es dann den Ansprüchen dann genügen wird. Aber das ist auch so firmenintern übrigens immer ein Gag. So, ne? Also muss ich sagen, da werde ich auch oft mit aufgezogen. Aber ist okay, ich vertrage das. Hochmut kommt vor den Fall, lieber Marc. Du hast dich in eine falsche Richtung entwickelt. Schade, wenn es nur mehr um Preise geht. Boah, ich sag's euch, ne? Ich habe übrigens so Thema Zukunft, nicht, dass ich Zukunft Ängste habe, aber ich hatte jetzt letztes Wochenende so einen Fall, ich habe mir alles angeguckt, ne? Hier Middelhoff und so weiter, Quelle und so, die Pleite, ich habe mir alles angeguckt, habe ich mir gedacht, hoffentlich machst du keine Fehler. Man hat tatsächlich verschiedene Entwicklungsstadien. Also wenn wir uns mal anschauen, gab eine Phase, da habe ich vielleicht eher die Richtung an Content gemacht. Gerade durch diese Thematik Deal of the Day. Wir probieren halt auch relativ viele Sachen aus. Es ist halt, dass der Preis zentral ist und wir darum herum halt eine Story bauen. Ich kann mal so sagen, wir testen immer neue Sachen. Ne? Wenn ich das jetzt stört, dass immer alles um Preise und Geld geht, verstehe ich irgendwo. Momentan ist es halt so, dass wir mit diesem Deal of the Day und dieses Konstrukt um diesen Preis eine gute Resonanz haben, auch jetzt von den Klickzahlen her, wie die Leute sich auf der Webseite bewegen. Von daher wird es jetzt erst nochmal mit diesem Deal of the Day zumindest so weitergehen und mal schauen. Sorry, aber du verkaufst Standardware zu einem viel zu teuren Preis. Deine Brand hat weder Heritage, Image oder qualitative stilistische Alleinstellungsmerkmale. Find das Pricing absolut nicht nachvollziehbar und ein bisschen anmaßend. Wer kauft sowas? Ja, also natürlich jetzt, wenn man Uhren nimmt, du hast ein Vergleichsportal und natürlich, es gibt immer jemanden, der sagt, ja, aber ich kriege die Uhr noch viel günstiger und so weiter. Wir sind in der Regel günstiger als bei Chrono24 und sollte unsere Uhr doch etwas teurer sein, ist unser, sag ich mal, Lieferumfang anders aufgebaut und das Einpreisen unabhängig davon, egal ob du jetzt die Mode nimmst oder Uhren oder auch bei Parfum oder selbst die Casio-Uhren sind so attraktiv eingepreist, dass wir in der Regel immer der günstigste sind und der Lieferumfang, angefangen vom Packaging, die Sachen, die man dazu bekommt, Parfum, die Tücher, egal was wir drumherum noch machen, wir holen das Maximum raus. Dass wir jetzt Riesensummen Geld verdienen an einem Artikel oder wenn wir jetzt die Bekleidung nehmen, wir fahren jetzt nicht diese Art von Stückzahlen, dass wir da eine Marge haben, wo wir sagen, okay, jetzt geht es aber hier rund, sondern es ist etwas, was wir mit Leidenschaft ausüben, wo wir kleine Stückzahlen machen nach unseren Vorstellungen und dort hingehend das Maximum rausholen. Wirklich furchtbar uninteressant, hat nichts, was einen neugierig macht. Story of my life, ne? Ja, verstehe ich. Jeder hat andere Neigungen. Aber manche Sachen sind für mich auch langweilig. Ne? Manche können sich dafür begeistern, jeder Mensch ist anders und ich verstehe das. Manchmal, ich sag's dir, ich stehe auch auf und sage ich ja mal zum 100. Mal Orange Flamingo immer, wieso? Manchmal, ich selber denke mir immer, warum kauft ihr das immer noch? Orange Flamingo, dieses Parfum, wie viel soll davon noch verkauft werden? Das sind, aber die Leute wollen immer das Gleiche, ne? Was soll ich sagen? Ich verstehe dich. Wirk, der Kerl ist anscheinend die Arroganz in Person. Nein, Mann. Ey, da habe ich mich arrogant. Bin ich arrogant? Nein, siehst du, jeder sagt, bin ich arrogant? Verdammte Scheiße, antworte mir, wenn ich frage. Nein, arrogant bin ich nicht. Da muss irgendwas falsch rüberkommen. Also jeder, der mich kennt, sagt, also, arrogant passt nicht. Ich möchte das Gebaren von Herrn Gebauer mal mit dem Rattenfänger von Hameln vergleichen. Einer rennt voraus und die anderen hinterher. Im Bauchladen noch etwas Parfüm und anderen Firlefanz, der sich teuer verkaufen lässt. Wer braucht, nur zu. Ja, hat er recht. Es ist wirklich so, es ist kein Spaß, hat er recht. Also am Ende ist das natürlich so, dieses Thema der Individualität, die wir versuchen irgendwie auch zu beschreiten. Also ich kann das ja ganz klar benennen. Thema Parfum. Jeder kauft Argento Erba Pura. Wenn ich jetzt Histoire de Parfum oder auch irgendwelche anderen
Kleinserien mache, da muss man die Leute immer erst in lange therapieren, bis das dann mal gekauft wird oder generell, bis die Leute sich damit auseinandersetzen. Die heutige Gesellschaft ist wirklich so aufgebaut, einer geht voran und alle laufen nach. Im, sag ich mal, Uhrenbereich oder im Parfümbereich ist das halt so, dass wenn wir jetzt wieder Aktionen machen oder sonst irgendwas, da laufen alle nach und kaufen dann alles dasselbe. Es ist aber nur so, dass wir uns dennoch in einem Nischenbereich befinden und ich bin der größte Verfechter von Gegenbewegungen auch. Also das heißt, wenn ihr euch mal erinnert, in den 90er Jahren mit der Punkerbewegung und sowas, so ist alles verloren gegangen. Heute sind alle Leute gleich, wie furchtbar. Ich steche jetzt nur heraus wegen Anzug, Krawatte und sowas, aber sollte man versuchen, dran zu arbeiten. Und ich weiß auch übrigens, woher das kommt, dass das heute nicht mehr so ist. Es hat damit zu tun, dass alles andere gecancelt wird. Wenn jemand, und ich rede jetzt nicht darüber, dass ich jetzt ein Video mit Andrew Tate mache und dann auf einmal, oder vielmehr über ihn und seine Uhrenkollektion, da ist doch dasselbe. Also am Ende sagen, oh mein Gott, du darfst ja nicht über den sprechen und über sonst irgendwas. Leute, die eine andere Meinung haben, ich möchte jetzt nichts relativieren und sagen, ja, der hat ja recht oder da und so, sondern es gilt allgemein die Meinungsfreiheit, wenn es natürlich nicht gewisse Grenzen überschreitet. Aber selbst wenn man diese Meinungsfreiheit ausnutzt, ist die Gegenbewegung so hoch und alle sind darauf bedacht, alles immer aalglatt zu machen und niemand darf diese Meinung irgendwo anders dann vertreten und jeder, der sich da rausbewegt, wird direkt niedergemacht. Ne? Und das ist ein gesellschaftliches Problem, auf jeden Fall. Und ja, von daher mit dem letzten Kommentar muss ich sagen, hat er leider recht. Ja Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch das Ganze gefallen hat, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob wir das nochmal machen sollen. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, auch mal so Gegenbewegungen zu hören. Und von daher freue ich mich, euch bald wieder zu sehen hier auf dem Kanal. Bis bald, Leute. Ciao, ciao.